Willst du einen richtig geilen Trackday erleben, ohne dein Budget zu sprengen? Bleib dran und erfahr, wie du mit einfachen Tricks Geld sparst und trotzdem Spaß auf der Rennstrecke hast. Hi, ich bin Daniel und heute zeige ich dir hier auf dem Hobby Racer Kanal, wie du auch ohne großes Budget mit deinem Motorrad Spaß auf der Rennstrecke haben kannst. Hast du dich schon mal gefragt, wie du mit einfachen Wartungsarbeiten und smarten Planungen hier bares Geld sparen kannst? In dem Video erfährst du alles, was du sowohl als Trackday-Einsteiger als auch erfahrener Hobbyfahrer wissen musst, von der Auswahl günstiger Trackdays über die richtige Vorbereitung von deinem Motorrad bis hin zu cleveren Tricks bei der Ausrüstung und Logistik. Und das Beste, du musst noch nicht mal deine Schwiegermutter verkaufen, um auf der Rennstrecke zu fahren. Mann! Der erste Schritt zum erfolgreichen Trackday ist die richtige Wahl des Veranstalters. Nicht jeder Veranstalter und somit jeder Trackday ist nämlich gleich teuer. Einige Veranstalter bieten Trackdays zu günstigeren Preisen an, zum Beispiel CR Moto, entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass dadurch automatisch die Qualität leidet. Natürlich muss man sich bewusst machen, dass es Unterschiede zu den sogenannten Premium-Anbietern gibt, wie zum Beispiel etwas größere Gruppen, keine zubuchbaren Instruktoren oder keine Verpflegung wie zum Beispiel ein Frühstück. Aber abgesehen davon wird an den wichtigsten Dingen wie eine ordentliche Organisation oder der Sicherheit garantiert nicht gespart. Außerdem wird hier auch in den langsamen Gruppen meistens für Anfänger geführte Fahrten unter einem Instruktor geboten, um den Einstieg auf die Rennstrecke zu erleichtern. Nutzt am besten im Vorfeld gängige Portale wie zum Beispiel das Racing for Fun Forum oder auch Facebook Rennstreckengruppen, um zum einen die Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen und zum anderen aber auch Infos und Erfahrungsberichte zu den jeweiligen Veranstaltern zu erfahren. Solltest du dann trotzdem noch Fragen, Unklarheiten oder Unsicherheiten haben, kannst du auch jederzeit mir hier unten in die Kommentare schreiben oder mich direkt auf Instagram kontaktieren. So kannst du dann den Veranstalter und Trackday-Termin finden, der perfekt zu deinem Budget und deinem Können passt. Welche Anbieter kennst du schon, die gute und günstige Trackdays anbieten? Schreib's unten in die Kommentare rein. Dein Bike muss fit sein, aber teure Werkstattbesuche musst du nicht immer einplanen. Ein regelmäßiger Ölwechsel, Bremsenprüfung oder richtige Reifendruck sind essentiell. Viele der Aufgaben kannst du aber selbst erledigen. Mit einem bisschen Interesse am selber Schrauben und technischem Verständnis kannst du sehr viele einfache Wartungsarbeiten durchführen und musst dein Bike dafür nicht jedes Mal in eine Werkstatt bringen. So Dinge wie Kettenspannung prüfen, regelmäßige Ölwechsel, Checken und Wechseln von Bremsbelägen, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit oder auch Umbauen und Einstellen von Dingen wie Rennverkleidung, Lenkerstummel, Rastenanlage sind schnell an einem Nachmittag erledigt und helfen dir, eine Menge an Kosten zu sparen. Auch die Wahl der richtigen Reifen ist entscheidend. Es gibt preiswerte Modelle, die trotzdem sehr gut tracktauglich sind und vor allem für Anfänger keinen Unterschied zu teuren Reifen machen. Zum Beispiel könnt ihr, je nachdem wie schnell ihr schon seid, auch auf Einsteiger-Slicks wie zum Beispiel Metzeler TD oder günstige Slicks wie den Conti Track Slick zurückgreifen. Auch die Reifen liefern gute Performance für dich als Hobbyfahrer und genügend Sicherheitsreserven, sodass du dir keine Sorgen machen musst. Da muss es nicht immer der neueste Big Size Qualifier von Pirelli sein. Außerdem ist es immer besser, wenn du den Reifen am Anfang von der Saison in großen Mengen kaufst. Am besten noch als Sammelbestellung mit Freunden zusammen, um hier möglichst gute Paketpreise und Rabatte zu bekommen. So musst du nicht vor Ort am Trackday beim lokalen Reifenhändler zu hohen Preisen kaufen und sparst wieder einiges an Geld über die komplette Saison. Letztendlich siehst du, Kosteneffizienz bedeutet nicht, auf Sicherheit zu verzichten. Mit ein wenig Know-how kannst du dein Bike selbst in Topform bringen und dabei bares Geld sparen. Trotzdem soll das nicht heißen, dass du jetzt alles selbst machen musst. Wenn du dich unsicher fühlst, absolut keine Ahnung von Technik hast und auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis niemand hast, der dir zuverlässig zur Hand gehen kann, geh auf Nummer sicher und bring dein Bike dann doch lieber in die Werkstatt. Du kannst ja mal unten in die Kommentare schreiben, welche Wartungsarbeiten du immer selber durchführst und welche Tipps dir helfen, Kosten zu sparen. Sicherheit ist das A und O, aber auch hier gibt es budgetfreundliche Optionen. Ein hochwertiger Helm und Schutzklamotten sind unverzichtbar, aber teure Marken sind nicht immer nötig. Es gibt auch bezahlbare und gute Ausrüstung, die den nötigen Sicherheitsstandards entspricht. So könnt ihr zum Beispiel in den gängigen Online-Shops und Vergleichsportalen schauen, wo ihr einen Helm günstiger bekommt. Ihr könnt Rabattcodes und Rabattaktionen nutzen, um Geld zu sparen,
Oder ihr könnt auch nach Auslauf- und Vorjahresmodellen schauen, die günstig angeboten werden. So habe ich zum Beispiel meinen aktuellen Shoei X-Spirit 3 als Auslaufmodell für 500 Euro bekommen, anstatt 800 Euro dafür zu bezahlen oder den Nachfolger XSPR kaufen zu müssen. Bedeutet für dich, mit ein wenig Vergleichen kannst du schon viele 100 Euro sparen, ohne auf Sicherheit zu verzichten. Auch die Logistik kann ins Geld gehen, aber auch hier gibt's clevere Spartricks. Die erste Möglichkeit, Kosten zu sparen, ist ganz einfach: Fahrgemeinschaften bilden. Dadurch, dass du nicht immer selbst mit eigenem Auto, eigenem Hänger etc. zu den Trackdays fahren musst, sondern dir jemand suchst, der den gleichen Termin gebucht hat, können Ausgaben wie Sprit vom Transporter, Mautgebühr und so weiter super durch mehrere Personen geteilt werden. Das können Freunde sein, mit denen ihr zusammenfahrt, oder auch Leute aus deiner Nähe, die du über Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen oder Foren im Internet finden kannst. Außerdem bieten die Fahrgemeinschaften auch noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel, dass ihr euch bei längeren Strecken als Fahrer abwechseln könnt. Die Fahrt an sich abwechslungsreicher wird durch Gespräche und Quatsch, Spaß, wo ihr machen könnt. Plus, ihr könnt neue Bekanntschaften knüpfen. Und darüber raus könnt ihr euch so auch absprechen, um Dinge wie zum Beispiel Unterkünfte, Boxenplätze, Werkzeug etc. zu teilen und könnt dadurch noch weiter Geld sparen. Du musst bei Trackdays auch nicht immer in teuren Hotels in der Umgebung übernachten, sondern hast viel Sparpotenzial, wenn du dir über Alternativen Gedanken machst. Schau zum Beispiel nach preiswerten Airbnbs in der Nähe von der Rennstrecke, was du dir dann mit mehreren Freunden oder Bekannten teilen kannst. Oder übernachte direkt mit einem Zelt oder in deinem Transporter im Fahrerlager. Ich zum Beispiel, ich mache so, dass wir meistens mit mehreren Leuten zusammen eine Box mieten, was zwar im ersten Moment teurer ist als ein Platz im Fahrerlager, aber wir uns dafür komplett die Unterkunft sparen und direkt in der Box übernachten. Ich klappe also einfach mein Feldbett auf, pack den Schlafsack drauf und übernachte direkt neben meinem Motorrad. Was gibt's Geileres? Dinge wie sanitäre Anlagen gibt's meistens auf jeder Rennstrecke und notwendige Dinge wie ein Toaster, Sandwichmaker, Grill, kleiner Kühlschrank etc. Alles, was wir für die Versorgung brauchen, bringen wir selber mit. Kleine Einsparungen können sich so summieren, wodurch dann am Ende auch einige 100 Euro gespart werden können. In diesem Zug möchte ich auch noch aufs Thema Zeitmanagement und Planung eingehen. Eine gute Planung hilft dir vor allem dabei, dass du entspannt und stressfrei zu deinem Event anreist. Plan dir also zum Beispiel genug Zeit für die Anreise ein, kalkulier Tankstops, Essenspausen und mögliche Staus ein, sodass du ohne Druck bei der Rennstrecke ankommst und in Ruhe dein Fahrerlager aufbauen kannst und entspannt zur Anmeldung, zur technischen Abnahme kommst und so weiter. So sparst du nämlich nicht nur Zeit und Nerven, sondern am Ende auch Geld, wenn du keine unvorhergesehenen und ungeplanten Ausgaben hast. Um dir für die Planung noch mehr Hilfe und Übersicht zu bieten, habe ich dir eine praktische Checkliste zusammengestellt, bei der du vor jedem Trackday prüfen und abhaken kannst, was du mitnehmen willst bzw. musst. So kannst du immer sicherstellen, dass du für dich und dein Bike alles dabei hast, was du für einen Trackday brauchst und du nichts Wichtiges vergisst oder vor Ort dann teuer kaufen musst. Einfach mit deiner E-Mail-Adresse unten registrieren und du bekommst die Checkliste kostenlos als Download zur Verfügung gestellt. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Welche Erfahrungen hast du schon mit Fahrgemeinschaften oder günstigen Unterkünften gemacht und wie organisierst du deine Anreise bisher? Lass mich das auch unten in den Kommentaren wissen. Unvorhergesehene Kosten durch Schäden können ebenfalls dein Budget komplett sprengen. Stürzen ist meist schmerzhaft, sowohl für den Körper als auch hier für den Geldbeutel. Umso wichtiger ist es, dass du auf der Rennstrecke durch kluge und vorausschauende Fahrweise dein persönliches Sturzrisiko minimierst. Ganz nach dem Vorsatz Vorsicht, Rücksicht, Umsicht kannst du auf deinem Trackday dazu beitragen, dass sowohl du als auch andere Fahrer seltener zum Sturz kommen, was allen Beteiligten am Ende eine Menge Geld, Stress und Schmerzen erspart. Geh also nicht rücksichtslos mit einem Messer zwischen den Zähnen auf die Strecke, sondern immer mit dem nötigen Respekt. Wir sind alles Hobbyfahrer und wollen einfach Spaß haben. Da brauchen wir keine unnötigen Risiken eingehen, Stürze provozieren und am Ende nur Kernschrott produzieren. Mit den ganzen Tipps kannst du auch mit einem kleineren Budget ins Hobby Rennstrecke einsteigen und das gesparte Geld in mehr Trackdays und mehr Fahrzeit stecken. Wenn du jetzt noch nützliche Tipps hast, schreib's unten gerne in die Kommentare. Das wird auf jeden Fall allen weiterhelfen und vielleicht kann sogar ich noch irgendwas dabei lernen und mitnehmen. Schau dir jetzt noch unbedingt dieses Video an, um 3 Tricks zu erfahren, die dich zum absoluten Rennstreckenprofi machen.